Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Gold radikal unterbewertet. Disclaimer. Ja, Gold ist radikal unterbewertet. Hier ein Chart von Jess Felder. Und da können Sie sehen, dass, sage ich mal, die letzten Goldbullenmärkte hier, die wir hatten in 2011 etc., fast äh, im Verhältnis eben zu den gedruckten Geldmassen in keiner Relation immer noch am Boden ist. Und jetzt sind wir sogar noch weiter gesunken. Wir müssen sogar sagen, wir sind im Prinzip, ich weiß nicht, ob man kann das nicht genau sehen, möglicherweise sind wir sogar gemessen an der Geldmenge am tiefsten Goldpreis aller Zeiten. Das heißt jetzt nicht, dass sie unheimlich viel Gold kaufen können für ihr Geld. Das heißt nur, dass wir kollektiv komplett verarmt worden sind. Wir konnten ja im Jahr 2001 für eine Unze Gold konnte man für 320 Euro, kann ich mich noch daran erinnern, 2003 oder so, kaufen. Äh, Trotzdem ist Gold heute billiger als damals. Das muss man sich mal vorstellen, gemessen in der Geldmenge. Nur wir haben überhaupt keine Geldmengen mehr. Wir sind eben komplett verarmt. Deswegen kommt uns das relativ teuer vor. Trotzdem ändert das nichts an der Gesamtkonstellation, dass Gold extremst unterbewertet sind und natürlich Goldaktien dementsprechend. Sie sehen auch, das ist interessant, hier als die Depression begann eben der Wert der normalen Standardaktien komplett zu implodieren und Gold erreichte seine maximale Kaufkraft. Ich glaube 1934 wurde auch Gold verboten und gleichzeitig auf 35 von 20 $, 35 $ gehoben. Und in diesem Zusammenhang und die Jahre nach erreichte eben Gold seine maximale Kaufkraft im Verhältnis. Seitdem ist es dann gesunken bis in die späten 1960er Jahre und dann kam es eben zu diesem berühmten Goldboom der 1970er Jahre. Und jetzt sind wir tiefer wie noch nie. Also meiner Meinung nach ist da wirklich überhaupt keine Fallhöhe. Ich meine, wir konzentrieren uns auf Goldaktien. Wir wollen ja eben möglichst viel von diesem Zeug mittels Goldaktien generieren. Das ist, sage ich mal, der Unterschied. Aber ja, so viel, so viel zum Thema Gold. Also einfach unglaubliche Verhältnisse. Das ist eigentlich nur noch erklärbar mit diesem massiven Einsatz von Derivaten und deren Finanzindustrie. Aber trotzdem, irgendwann wird es sich entladen und irgendwann wird es auch ins Gegenteil gehen. Gegen die Naturgesetze haben die ist überhaupt kein Kraut gewachsen. Also meiner Meinung nach eine ganz extreme Situation und das gilt umso extremer eben noch für Goldaktien, insbesondere extrem unterbewertete Penny-Goldaktien. Das muss man sich immer bewusst machen. Ja, hier nochmal Gold von BRICS gedrückt, steigt es nach BRICS steil nach oben. Dr. Markus Krall hat in einem Meeting, den Link finden Sie in der Beschreibung, die Goldpreisdrückung im Zusammenhang mit dem BRICS-Treffen am kommenden Dienstag wohl am besten beschrieben. Ein kurzer Ausverkauf könnte Gold noch etwas runterdrücken, wenn das Quartal allen zeigen will, dass die BRICS-Ankündigung für Gold, eine goldgedeckte Währung für einen steigenden Goldpreis nicht ausreichen wird. Aber die globalen Märkte werden das natürlich anders sehen und den Goldpreis wieder steigen lassen. Wenn das passiert, beginnt auch die Silber- und Goldaktienrallye. Hier das Zitat nochmal, das finden Sie im beigefügten Video dann auch. Ab Minute 11, 12, Dr. Krall. Äh, ja, was auch immer die BRICS am kommenden Dienstag machen, bedeutet in der Konsequenz, dass der Goldpreis steil nach oben steigen wird. Und das ist auch der Grund, warum er jetzt nochmal gefallen ist, weil natürlich die westlichen Zentralbanken in ihrer Verzweiflung über die Situation jetzt nochmal so richtig dagegen interveniert haben. Letzte Woche oder diese Woche oder deswegen Goldpreis runtergeht, damit bloß jeder abgeschreckt wird, der seine Analyse zu Ende geht. Ja, also ich denke mal schon, dass die gegenwärtige Gold- und Silberpreisdrückung oder Minendrückung eben damit zusammenhängt. Nur so ganz einfach ist es natürlich auch nicht, wie der Markus Krall sagt, dass es danach explodieren sollen. Wie gesagt, das Ganze ist gemanagt, kontrolliert. Das kann man so nicht sagen. Da gibt es keine Logik, weil
der wird ja täglich gemacht, der Goldpreis. Das könnte genauso gut auch noch die Korrektur etwas weitergehen. Nichtsdestoweniger, denke ich mal, erzeugt es aber stimmungsmäßig doch einen Gesamtwechsel hin zu Gold und Rohstoffen. Das ist möglicherweise sowas wie ein finaler Beginn oder eine Ansage, dass jetzt Gold und Rohstoffe in den nächsten Monaten und Jahren steigen. Ob das nun so extrem radikal nach oben geht, ist ein bisschen zu bezweifeln, aber unsere 2300, 2500 Dollar kriegen wir in den nächsten Monaten. Das bedeutet eben auch oder eben gerade die Gold- und Silberaktienrallye. Ja, hier ein Projektgenerator aus dem Yukon und aus dem Colorado-Gebiet. An dem Unternehmen ist eben interessant. Die liegen in Keno, in Hill Silver District im Yukon. Und in Nordamerika gibt es nicht so viel hochgradige Silbervorkommen. Die haben eben 5.000, teilweise 5.000 Gramm pro Tonne Silber. Und das eben in Nordamerika und nicht im relativ unsicheren Südamerika oder Mexiko, Lateinamerika. Und das könnte sich irgendwann mal sehr auszahlen und das könnte der Aktienkurs reflektieren. Das hat er auch schon reflektiert. Sie sehen hier, vom Corona-Tief ging es hier mehr oder weniger auch von 10 Cent auf 1 Dollar. Einfach mal so eine Verzehnfachung. Und trotz dieser extremen Drückungsmaßnahmen ist dieses Unternehmen, hat es doch ein höheres, ist doch höher gestiegen sozusagen. Hier sehen Sie es, 20 Cent bei der letzten großen Drückung ist jetzt angestiegen. Meiner Meinung nach, diese Bewegung deutet auch dahin, bei der nächsten Rallye, die wir haben, geht es dann auch wieder steil nach oben. Und das dürfte dann noch den 1-Dollar-Bereich überschreiten. Meiner Meinung nach ein sehr interessantes Unternehmen, sollte man sich ansehen. Sie haben auch noch ein zweites Projekt, wie gesagt, im Colorado Mining Belt, das Projekt La Plata. Da gibt es die letzte aktuelle Meldung, die ich da gefunden habe. Aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß Nationalinstrument 43101. Die abgeleiteten Mineralressourcen bei der Lagerstätte Allrauch belaufen sich nun auf insgesamt 1.211 Millionen Pfund Kupfer und 17,6 Millionen Unzen Silber. Also er hat noch enorme Ressourcen zu bieten, auch bei dem anderen Projekt. Dann dieses extrem große Silbergebiet ist meiner Meinung nach wirklich mal ein Blick wert und könnte einer der großen Gewinner möglicherweise des Silber- und Rohstoffbooms allgemein werden. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber meiner Meinung nach zeigt es auf, dass es sehr interessante Aktien zurzeit draußen gibt. Ja, also nochmal generell zu Gold. Gold könnte analog der 1970er Jahre von 2000 Dollar auf 8500 Dollar steigen. Das muss man sagen, das klingt ja fast klein dagegen, was wir anfangs an diesem Chart gesehen haben, wie billig im Augenblick Gold noch zu haben ist. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass es eben analog der Situation, wo damals Gold von 200 Dollar hier 1979, im Wesentlichen in einem Jahr von 200 Dollar auf 850 Dollar gestiegen ist, die Chartsituation ist ähnlich. Hier, die Tasse wurde geschlossen, der Henkel, die letzte finale Korrektur, genau wie es aktuell läuft. Finale, letzte Korrektur möglicherweise. Und dann ging es viermal höher. Ist möglich, nicht so wahrscheinlich, weil sie natürlich dementsprechend das Ganze vermutlich in gemäßigten Bahnen begleiten werden. Also, aber irgendwo müssen sie den Goldpreis anpassen. 2300, 2500 Silber um die 50 einfach um ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das erscheint mir sehr wahrscheinlich, aber wie gesagt, das ist nur äh, einfach eine Grundüberlegung. Aber es ist eben auch nicht unwahrscheinlich, dass Gold eben jetzt innerhalb von einem Jahr auf 8.500 Dollar raufschießt. Der Michael Oliver sieht das ja auch ähnlich, das ist ein ähnliches Szenario wie in den 1970er Jahren kommt. Wir werden das sehen, unabhängig davon. Gold steht vor dem Anstieg. Diese Drückungsorgien der letzten Tage werden sie nicht ewig durchhalten können. Viele Goldaktien lassen sich auch, also gerade Pennygold-Aktien lassen sich auch nicht so runterreißen. Man kann einige teilweise gut einsammeln, einige steigen weiter und stellen sich einfach vor, das schnappt nach oben, was das dann mit aus der Bewertung der Pennygold-Aktien, der Top-Pennygold-Aktien macht. Also sehr interessante Situation. Hier nochmal, für die es noch nicht kennen, aus den 1970er Jahren, die extremen Goldaktien, Silberaktienanstiege. Hier geht es eben von 5 Cent auf 19 Dollar, 10 Cent auf 36 Dollar, 20 Cent auf 40 Dollar. Das heißt,
aus 1000 Dollar wurden in dieser Situation gar nicht selten 100.000, 200.000, 300. Also eine absolut einmalige Chance, die man aber anhand dieser extremen Situation und dieser extremen Entladung nachvollziehen kann. Und sowas in der Art könnte eben jetzt auch bevorstehen. Deswegen sind wir jedenfalls hier im Goldaktiensektor. Ja, welche Ereignisse liegen vor uns? Man muss sich einfach die einzelnen Goldaktien-Rallyes ansehen. Und man kommt zu den Schluss, dass es immer sehr, sehr klug gewesen wäre, Goldaktien zu verkaufen, gerade auch wenn sie nochmal so extrem gedrückt haben. Also jedes Mal, bevor dieser Megastart kam, kam es zu dieser extremen Drückung. Damals im Zusammenhang mit der Corona-Krise oder damals, und das erinnert sehr an heute, das war Ende 2015, Anfang 2016, wenn Sie das sich vielleicht noch erinnern, da hatten wir auch diese extreme Drückung. Und viele haben den Glauben an Goldaktien verloren, aber sie sehen, was danach kam. Ich sage jetzt nicht, dass sowas kommt, aber das ist die typische Rezeptur. Und hier würde es dann bedeuten, damals ist dann hier 2016 Gold von 1050 auf 1360 gestiegen, um 30%. Und eben Goldaktien, also das sind 30%, Goldaktien hier um 10.000%, von 41 Cent auf 41 Dollar. Das heißt, Goldaktien war ein 350 Mal besseres Investment als Gold. Und das heißt wiederum, eine Unze zu diesem Tief investiert, in diese Goldaktie und an dem Hoch verkauft. Klar, ist schwierig, theoretisch, aber wir machen das ja auch nur, um grundsätzlich auf das Potenzial hinweisen, wurden dann das eine Unze wäre dann trotz höheren Goldpreises wären dann sage und schreibe 79 Unzen geworden. Und das ist natürlich das, was wir hier bezwecken, dass wir aus der Anzahl der Unzen oder aus den Geldern, die ja im Augenblick die Unzen präsentieren, wesentlich mehr Unzen machen können. Sie sehen ja, wo langfristig Gold und Silber dann hingehen kann. Also sollte man so möglichst viel davon generieren. Und das ist, sage ich mal, kann ein Grund sein, um Goldaktien zu. So kann man die Welt sehen, muss man nicht sehen. Man kann auch an andere Sachen selbstverständlich investieren. Und hier 2020 war es genauso. Gold stieg um 20-30%, diese Aktie, und das dürfte eher der Normalfall dann am Ende sein, um 2000%, also 100 Mal besser. Auch da konnte man vermutlich aus einer Unze 10 oder 20 Unzen generieren. Ja, also wie gesagt, wir haben immer noch eine extreme Unterbewertung. Hier auf der rechten Seite das Goldaktienchart. Sie sehen, es Chart seit 1996 im Bärenmarkt. Das hier die kleinen Goldaktien-Rallye, die wir so groß gefeiert haben, war ein Bärenmarkt-Rallye, unglaublicherweise. Allerdings jetzt ist der Boden gefunden und es steht dieser größte Spike der Geschichte bei Goldaktien an. Und das ist eben auch die größte Chance. Das ist eine Jahrhundertchance, die sich anbahnt. Da ist überhaupt gar kein Zweifel dran. Die können das auch nicht mal viel länger durchhalten. Ja, dann haben wir eben noch den Vergleich hier Senior, Mean, Junior Goldaktien, dieses Gap, das heißt, die sind unterbewertet, die Junior Goldaktien, immer wenn die so extrem unterbewertet war, was generell interessant, Goldaktien zu verkaufen. Und wenn sie sich ausgeglichen haben, angenähert haben, was eigentlich sinnvoll zu verkaufen. Sie sehen Sie es auch in der Finanzkrise, das ist ein Zeichen, dass man hätte Goldaktien kaufen sollen. Und als sie sich eigentlich hier getroffen haben, wieder, das war dann 2011 oder kurz davor, hätte man Goldaktien verkaufen. Genauso ist jetzt, das ist schon älter, aber das Gap ist, das weiß ich, das ist immer noch da. Und auch wenn das sich entlädt und die sich sozusagen berühren, sobald wir das wissen, macht es Sinn, Goldaktien zu verkaufen. Also ganz extreme Situation hier bei Goldaktien hinsichtlich der Bewertung. Ja, wie hätte man 1970 das gespielt? Man hätte im Grunde genommen ja, einfach Goldaktien gekauft, Preisdrückung hätte man aussitzen sollen, immer Step by Step mehr kaufen können, beobachten können, gute Nachkommen, immer schön diversifizieren, nicht an eine Goldaktie zu hängen. Vielleicht hätte man, was weiß ich, zum Beispiel 100 verschiedene Goldaktien oder eben auch Nachkäufe, jedenfalls 100 Portionen, $50 investiert, hätte das ausgesessen. Irgendwann wäre dann diese Eruption gekommen. Und wenn diese Euphorie ganz groß war, alle unbedingt Gold und Goldaktien kaufen, verkaufen, Assetklasse wechseln. Und damals, es ist nur eine Beobachtung, wäre es eben klug gewesen, zum Beispiel in Top-Fonds oder Top-Aktien zu investieren oder auch in neue technologische Trendaktien möglicherweise, wenn man noch so smart gewesen. Sie wissen ja, Microsoft wurde 1980 gegründet, Oracle 1976 und so weiter und so weiter. Kam es eben zu der Entwicklung einer neuen technologischen Sektors sozusagen. Und das wird auch kommen. Was wird es sein bei uns? Wird es Nanoaktien sein oder
besondere Energieherstellung oder Advanced Transportation, also dass sich das komplett revolutioniert, das werden wir alle sehen, das werden wir alles sehen. Ich denke, es sind mehrere Trends, die kommen, aber jedenfalls die haben auch unglaubliches Geld gemacht. Wer dann aus diesem Goldaktienboom rausgegangen ist, neue Technologien, vielleicht ein paar Berkshire Hathaway Aktien, hätte nie wieder ein ökonomisches Problem die darauf folgenden 20 Jahre gehabt. Und 1999 hat sich dann dieser generelle Aktienimpuls dann gelegt und dann war es wieder sinnvoll, in Gold zu gehen. Jedenfalls aus $50 oder in dem Fall $43 Goldaktien investiert, vielleicht eine Verhundertfachung gemacht, dann reinvestiert und Berkshire Hathaway hätte 1 Million gebracht. Wie gesagt, das ist der Blick in die Vergangenheit. Das heißt nicht, dass es so kommt, aber gewisse Ähnlichkeiten wird es mit Sicherheit auch diesmal aufweisen. Ja, die anderen Ereignisse sind, es kommt sozusagen irgendwann der ökonomische Tiefpunkt, Gold wird steigen, der generelle Aktienmarkt wird total dezimiert wie 1980, da hat sich dann $850 für Gold mit ein Dow Jones, 850, also 1:1 getroffen und jetzt sind wir irgendwie, müssen sie noch 17, 18 Unzen für einen Dow hinlegen. Und bald müssen sie nur noch eine Unze für den für den Dow hinlegen. Das heißt, Aktienwerte werden mindestens um 95% gegenüber Gold und mehr dezimiert, wenn sie überhaupt überleben. Das ist, sage ich mal, wo jetzt das Kreditgeld nicht kommt, werden die ganzen Zombies-Firmen verschwinden, natürlich gute Aktien weitergehen, aber gegenüber Gold im Allgemeinen sich entwerten. Und man glaubt eben auch, dass es eben diesmal noch tiefer runtergeht, dass sie dann für eine Unze sogar 2 Dow kriegen oder 4 Dow. Und in einem Fall, Egon von Greyerz hat sogar davon gesprochen, dass es für eine Unze Gold sogar 10 Dow geben können. Also so unvorstellbare Dezimierung steht uns sicher im Haus bei Standardaktien. Also man darf in den Sektor gar nicht sein. Also es muss meines Erachtens wirklich im goldnahen Sektor investiert sein. Ja, auch konnte man ein Haus 1980 für 500 Unzen Silber kaufen und wir gehen mindestens die Hälfte diesmal runter. Das hat ja Mike Maloney rausgefunden, also für 200 bis 300 Unzen Silber kriegen Sie ein Haus, ein Standardhaus. Das wird Ihnen heute keiner glauben, klingt auch unglaublich, aber wenn dieses System komplett implodiert und alles in den Gold und Silber um jeden Preis flüchtet, dann kommen eben solche Extremzustände zustande. Und ja, also ich denke mal, das ist nicht aufzuhalten. Die Entwertung der Immobilien und überhaupt der gesamten gegenwärtigen Assets, weil da überall Kredit ist und Aufschuldung drin ist, das kann alles nicht mehr bezahlt werden, das implodiert und das führt zu diesen niedrigen Preisen. Ja, Fazit, Multiplikation der Gewinne aus den Ereignissen. Also wir müssen äh, es eben so machen, dass wir uns anhand der kommenden Ereignisse orientieren, versuchen maximal zu profitieren. Das eine ist eben diese beobachtete Unterbewertung bei Goldaktien, aus was für Gründen auch immer, dass sie sich früher oder später bei nur moderat steigenden Goldpreis werden die sich entlassen, die werden wie Bungee-Seile nach oben springen oder wie Superoptionen, wenn man auf der richtigen Seite ist, nur eben, dass es eben kleine Aktien sind. Und da werden einige um das 10, 20, 30, 40 bis 100-fache hochsteigen. Genau darauf spekulieren wir. Das heißt, und diese Rallye hält vielleicht, diese Entladungsrallye hält vielleicht 6 bis 8 Monate von jetzt an. Das heißt, wir nehmen einfach, sage ich mal, theoretisch $200. Das ist äquivalent von den $50 von hier von 1977 oder 78. Investieren die in Aktien, nehmen einfach mal an, dass es uns gelingt, im Schnitt eine Ver-25-fachung mit den Goldaktien hinzukriegen, haben dann die Möglichkeit, zum Beispiel mehr Gold und Silber zu kaufen, die dann aber auch noch nicht ihre Maximalwerte erreicht hat. Die sind ja bekanntlich bei $8.000 goldiger Kaufkraft Gold und Silber in $300. Das sind dann tatsächlich die kaufkraftbereinigten Maximalwerte. Dann muss man die S-Klasse wechseln und dann steht es ja einem frei, ob man dann in Top-Aktien, Top-Zukunftsaktien, Fonds oder Einkommen generierende Immobilien oder auch Kleinunternehmen oder Unternehmen, wie auch immer, investiert. Und die darauf folgende, wenn dieser Inflationsexzess, die Entwertung der Währung vorbei ist, dann konnten wir auch 1980 bis 2080 kommt eine generelle wirtschaftliche inflationsfreie Entwicklung. Natürlich ist es sehr schmerzhaft, weil
Der Inflationsexzess ist abgebaut, die Leute haben ihre Ersparnisse verloren. Nichtsdestoweniger müssen dann die Firmen normal wirtschaften und müssen mit innovativen Produkten etc. überzeugen, dass sie Geld verdienen können. Und wenn sie sich eben früh beteiligen, wie es eben auch 1980 gewesen wäre, haben sie da 10 oder 20 Jahre steigende Kurse und Einnahmen, Dividenden. Und auf diese Situation spielen wir hin. Und natürlich trifft man nicht mit jeder sogenannten Ereigniskette diese 1 Million, die aus den $200 dann mit dem Wechsel der Assetklassen entstehen kann, sondern Sie können ja viele verschiedene Ereignisketten auflesen. Vielleicht 10, 20, 30, 40, 100 verschiedene Ereigniskette, alle ein bisschen anders justiert, aber in der Hoffnung, dass eben einige Ereignisketten möglicherweise Volltreffer sind und die anderen so mittelerfolgreich sind. Da hat man sich dann gegen viele verschiedene Szenarien abgesichert und möglicherweise ist das richtige Investment. Das ist nur eigentlich die Hochrechnung dieser Vergangenheit aus den 1970er Jahren auf die heutige Situation. So in die Richtung kann es gehen. Weil im Grunde genommen habe ich eigentlich noch nie gelesen, dass so in der Art investiert wird. Und vor allen Dingen ist es vor allen Dingen stresslos. Sie wechseln nur zweimal die Assetklasse und das in Jahrzehnten. Also die meisten Leute machen an der Börse andere Erfahrungen, indem sie sich ins Daytrading und sonst was stürzen. Oder in die einzelne Aktienauswahl auch. Ja, 1000-Becker-Report versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach verschiedenen Risikostufen zu sortieren, Potenzialfaktor zu errechnen, Exit-Strategie ist auch mit beigefügt, Portfoliovorschlag bei Interesse auf ihn zugeschnitten, kann ich Ihnen auch gerne erstellen, finden Sie weitere Informationen im Anhang da bei YouTube. Ja, Einlage von Gold- und Silber-Einkaufsgemeinschaft, das ist halt technisch wird es gut abgewickelt, eine Überweisung schon zum Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Sie können sich ausliefern lassen, genauso leicht ist der Verkauf. Und sie sind für andere Edelmetallhändler ziemlich günstig. Und ja, Depots zum Beispiel kann man, es ist immer wichtig, dass man in den Heimatbörsen wie 200 Stock Exchange arbeiten kann, zum Beispiel FlatEx, de Giro geht das. Und bei Swissquote ist einfach eine Alternative, falls Sie nochmal die Jurisdiction ein bisschen anders haben wollen, können Sie auch hier mit EU-Wohnsitz hier in der Schweiz dementsprechend ein Depot anlegen bei der Swissquote. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Würde mich freuen, wenn Sie den Kanal abonnieren, wenn der Inhalt soweit gefallen hat. Und vielleicht ein Like geben, das würde den YouTube-Algorithmus auf die Sprünge helfen. Nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.